Die Digitalisierung schreitet voran. Sie ist nach wie vor ein ganz heißes Thema in der Fabrik, auch in der Elektronikfertigung, weil sie viele Möglichkeiten eröffnet. Flexible Prozesse, eine vorausschauende Wartung, datengesteuerte Entscheidungen. Und wie diese Möglichkeiten sich nutzen lassen, welche Hürden oder Herausforderungen eventuell es dabei auch noch zu überwinden gibt. Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Christina Held, Geschäftsführerin des Vereins Smart Electronic Factory, mit Florian Kerber von der Fakultät für Elektrotechnik der Hochschule Augsburg, mit Christian Köhler, Senior Applications Engineer bei Aegis Software und mit Martin Heinz, CEO von ITAC Software. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Schön, dass wir jetzt über dieses Thema Digitalisierung sprechen können, was ja kein vollkommen neues Thema ist, aber doch immer noch ein ganz heiß diskutiertes, weil es ja doch einfach nochmal die ein oder andere Hürde dabei zu überwinden gibt. Und ich würde gerne mit einem Zitat beginnen, und zwar von Ihnen, Frau Hill. Ist der Verein Smart Electronic Factory, der, kann man vielleicht noch mal kurz zur Erklärung sagen, sich auf die Fahnen geschrieben hat, den Mittelstand beim Thema Digitalisierung voranzubringen. Hat vor kurzem ein Jubiläum gefeiert, 10 Jahre waren es, glaube ich. Genau. Und da sind Sie in der Pressemitteilung zitiert mit den Worten, die digitale Basis ist gelegt, jetzt beginnt die nächste Phase der Transformation. Was heißt denn das? Also was heißt Basis und wohin wird es denn dann gehen? Also einschränkend möchte ich sagen, dass bei fast allen oder bei vielen Unternehmen die digitale Basis gelegt ist. Leider noch nicht bei allen. Die digitale Basis, würde ich sagen, ist erstmal eine Strategie entwickeln. Was und wie möchte ich digitalisieren im Unternehmen? Die Mitarbeitenden einzubinden, damit das gut funktioniert, weil damit kann man nämlich Projekte wirklich auch scheitern lassen, wenn man die Mitarbeitenden nicht an die Hand nimmt. Und dann einfach starten. Wäre sozusagen die Basis. Und dann kommt es wirklich auf die Unternehmen an. Wie digitalisiere ich weiter? Starte ich zum Beispiel mit KI? Nehme ich da den größeren Aufwand, sowohl zeitlich als auch finanziell, für KI-Maßnahmen in der Produktion? Oder nehme ich die Low-Hanging Fruits und sage, okay, ich starte mal in der Personalabteilung, im Marketing, weil das geht deutlich schneller und mit deutlich weniger Aufwand. Herr Köhler, Herr Heinz, Sie haben mit Ihrem Softwareunternehmen genau mit der Basis zu tun. Also Sie legen schon mal die Basis mit den Systemen, die Sie anbieten, mit den MES-Systemen etc. Wie ist Ihre Einschätzung, wie so der Stand bei den Unternehmen aktuell ist? Also vielleicht dazu noch mal eben was. Digitale Basis, wir sind die Basis oder wir bilden einen Teil der Basis, weil wir MES-Plattformen halt anbieten, wir beide. Was ich dazu noch sagen möchte, um einzusteigen in Digitalisierung, vor einigen Jahren haben wir alle über Industrie 4.0 gesprochen, was eigentlich nichts anderes ist. Ja. Und auch da hieß es schon, was ist Industrie 4.0, was ist Digitalisierung für unsere Kunden? Das ist für jeden anders. Jeder muss persönlich seine Vision aufbauen. Also gerade das Management muss sich hinsetzen, muss sich überlegen, meine Fabrik, wie soll die denn in 10 Jahren aussehen? Und dann weiß jeder, das, was ich mir jetzt vorstelle, wie die in 10 Jahren aussehen soll, das erreichen wir sowieso nicht, weil sich die Anforderungen ändern. Also muss ich jetzt beginnen mit dem Ganzen, jetzt da einsteigen. Und das andere Thema, was Sie gerade sagten, das ist, woran das oft scheitert oder was oft ein Hinderungsgrund ist. Ich muss um das wirklich erfolgreich umzusetzen, muss ich eine Firmenkultur aufbauen. Und das ist eine Managementaufgabe. Das heißt, ich muss Digitalisierung leben. Ich muss meine Mitarbeiter alle mit ins Boot holen. Ich muss sie dafür euphorisieren. Ich muss eine gute Stimmung erzeugen. Jeder muss mit an einem Strang ziehen. Ich kann sowas nicht von oben aufsetzen. Und das ist eigentlich der größte Punkt, den wir immer wieder erleben, wo Projekte nicht unbedingt scheitern, aber in Stocken geraten, ist ganz einfach, wenn die Mitarbeiter nicht mitziehen. Okay. Weil eine Abteilung über die andere entschieden hat, weil dem Management das wurscht ist, weil das sind so die Hauptkriterien, wo es die Probleme gibt. Genau. Und aktueller Stand, weil Sie das fragten, das ist eben auch da ganz durchwachsen. Also aber unsere Kundenklientel, die hat die digitale Basis, die setzen
mehr oder weniger viele Bausteine aus unserer MES-Plattform ein, mehr oder weniger starke Integration mit anderen Werkzeugen. Neukunden, da sieht es dann oft so aus, dass sie was wir oft vorfinden, unglaublich viele verschiedene Tools, Kleinwerkzeuge einsetzen, die es jetzt gilt eigentlich zu ersetzen, weil die nicht miteinander kommunizieren können. Also Zielsetzung an der Stelle ist eigentlich ich sag mal, es gibt so 3 große Softwaresysteme in einer Fabrik, auf die man sich beschränken sollte. Das eine ist das ERP, da haben wir nichts mit am Hut. Ja. Das andere ist MES, das ist zuständig für die Fertigung letzten Endes. Da hat ein ERP nichts zu suchen. Und dann gibt es noch, je nachdem, was für eine Art von Firma, vielleicht noch die Notwendigkeit, in Richtung Entwicklung ein PLM-System einzusetzen. Viel mehr sollte aber nicht sein. Also der Weg muss dahin gehen, aus diesem, was wir jetzt vorfinden, aus diesen vielen kleinen Einzelhelferlein und Tools, dann wirklich Plattformen aufzubauen, die miteinander kommuniziert sind, die das alles unter sich vereinen letztendlich. Das heißt, man hat jetzt mit einzelnen Projekten oder Prozessen begonnen, hat jetzt so eine Heterogenität und jetzt ist dann der nächste Schritt sozusagen, das irgendwie zu konsolidieren oder zusammenzuführen. Genau, aus der Notwendigkeit, aus der Historie heraus. Ich brauche hier ein Tool, die andere Abteilung braucht da ein Tool. Wir machen es mit Excel und die anderen. Jeder hat so seins und das ist oft das Problem, wenn sich das etabliert hat, dass man das ersetzen muss, dass man da saubere Strategien aufbauen muss und Pläne aufbauen muss. Wie kann man das sukzessive überführen in eine einzige saubere Plattform, die das abdeckt. Schön ist auch für uns immer, wenn wir auf die grüne Wiese kommen. Gibt selten. Ne? Das gibt selten, ja, das ist richtig. Ja. Das ist dann eher mal so, dass jemand sagt, wir bauen eine neue Produktionsanlage auf eine neue Linie, da steigen wir ein und den Rest lassen wir außen vor. Ja. Herr Kerber, Sie haben eben genickt, als ich von Heterogenität gesprochen habe. Das ist absolut so, dass wir sehr heterogene Landschaften haben. Vielleicht ist das in der Hardware selber gar nicht mehr so das große Problem. Die Maschinenkonnektivität, die ja wahrscheinlich die Grundlage dafür ist, dass wir Digitalisierung haben, die ist, glaube ich, schon weit fortgeschritten, auch mit Schnittstellenstandards. Aber ich denke, dass gerade auch in der Softwareseite, dass wir da ein großes Heterogenitäts- oder auch ein Legacy-Problem haben. Ne? Die Durchgängigkeit der Daten über die ganze vertikale Struktur, das ist aus meiner Erfahrung mit Projekten, mit Unternehmen ein Problem. Hier Eingriffe zu machen, ist oftmals schmerzhaft und erfordert grundlegende Veränderungen. Die sind aber aus meiner Sicht sehr wichtig, damit wir am Schluss wirkliche Digitalisierungseffekte und Profite dann daraus ziehen können. Und die Firmen, die da jetzt mit einer sinnvollen Strategie beginnen und diesen vielleicht auch harten Weg dann gehen, die haben aus meiner Sicht große Vorteile für die Zukunft vor sich. Ja. Okay. Ja, wichtig ist, sie haben die Strategie. Ja. Genau. Aber da vielleicht darauf einzugehen, ich glaube, das Wichtige ist, die Digitalisierung ist ja für sich gesehen kein Selbstzweck. Sondern Digitalisierung beginnt auch nicht auf der technischen Ebene. Ist keine Frage per se erstmal von Schnittstellen, von Strukturen, von Daten, von Durchgängigkeit, sondern Digitalisierung beginnt in der konzeptionellen Phase. Viele Digitalisierungsprojekte scheitern, weil sie eben keine durchgängige Konzeption haben und auch per se nicht in allen Bereichen notwendig sind. Das heißt, sinnvollerweise, unabhängig davon, ob wir jetzt von Unternehmen reden, die in einem Mittelstand sind oder Unternehmen, die auf einer Konzernebene sind, ist die wichtige Basis erstmal zu sagen, nicht die Technologie ist die Basis dazu, sondern die Basis ist die Konzeption. Was möchte ich mit Digitalisierung erreichen? Wo starte ich sinnvollerweise mit der Digitalisierung und wie schaffe ich es letzten Endes, alle Unternehmensbereiche ein Stück weit miteinander zu verbinden? Denn dann gibt es eine Durchgängigkeit, nicht nur in der Daten, sondern auch in der Nutzung, weil am Ende der Tage ist ja nicht die Nutzung der Daten per se alleine, sondern der Benefit, der generiert wird durch diese Daten, die aus den einzelnen Prozessen zur Verfügung gestellt werden. Und am Ende, Sie haben schon recht, es ist sicherlich ein Thema, wo kommen die Daten her, wie gehen wir mit Schnittstellen um, gibt es Standards, gibt es keine Standards. Da sind wir an der Stelle auch gefragt zu sagen, wir müssen schon das Bindeglied sein zwischen den einzelnen Prozessen und Maschinen, auch durchgängig auch die Capability bieten, um verschiedenste Prozessen und Anlagen miteinander zu definieren, auch gemeinsam zu integrieren. Aber das Ganze startet wirklich mit der Konzeption, mit der Vorgehensweise, wie möchte ich vorgehen. Und ich glaube auch, viele Unternehmen sind gut beraten, eben nicht nur in Buzzwords hinterherzulaufen. Wir haben eben schon, KI ist sicherlich ein Buzzword, was viele versuchen zu integrieren, aber es ist auch dort kein Selbstzweck, sondern man muss genau überlegen, wo ist der KI-Ansatz an welcher Stelle. KI, wir hatten es eben im Vorgespräch so ein bisschen, KI heißt auch nicht, dass alles mit KI funktioniert. Wir haben auf der analytischen Seite das Thema KI, wir haben KI in Bezug auf Large Language Model und da gibt es viele Punkte, die den Bedarf in den Unternehmen adressieren, sei es bei der Werkerführung, sei es bei der Unterstützung, sei es bei dem Thema Fachkräftemangel, aber auch hinterher wirklich als Datenschatz letzten Endes dann deutlich Mehrwerte aus den Daten heraus zu generieren und auch mehr über die einzelnen Prozesse in den Unternehmen zu verstehen.
So, und wenn das Ganze dann zusammenspielt und man hat am Ende des Tages dann auch einen finanziellen Benefit, dann trägt sich auch das Thema der Digitalisierung. Ja. Dann ist nämlich Digitalisierung kein Selbstzweck, sondern es ist ein Nutzen. Und das ist wirklich das, was im Vordergrund stehen muss, der Nutzen der Digitalisierung für den Anwender. Ja, das ist ein bisschen ein Unterschied zu früher. Ne? Früher hieß es dann oft, wir brauchen jetzt Traceability, Datenaufzeichnung halt, war gefordert. Insbesondere in der Elektronik. Per se, ja. Per se war gefordert, musste man machen, war dann in der Regel, ja, wir nehmen die Daten auf, wir schieben die ins Datengrab, kostet eigentlich nur Geld. Und mittlerweile ist der Trend eigentlich ganz klar. Es geht dahin, wenn ich Daten aufnehme, ich will da Wert rausziehen, sonst macht es keinen Sinn. Und das hat sich auch ein bisschen gedreht in Richtung, also ein ROI von solchen sagen wir mal, Investments, das Geld ist relativ schnell wieder drin, wenn man es vernünftig mit einem vernünftigen Konzept, einer vernünftigen Strategie auch aufsetzt. Das ist richtig. Aber das wundert mich jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen, weil letztendlich muss es doch eigentlich schon immer der Sinn gewesen sein, in Digitalisierung zu investieren, um irgendeinen Nutzen rauszuziehen. Also keiner macht doch jetzt irgendwie nur, weil ich digitalisieren will. Das, was ich gerade meinte, ich mache das jetzt seit über 30 Jahren. So, ja. Und also ich bin seit den Anfängen dabei und früher war es halt ganz oft, ja, ich habe ein bisschen mehr Prozesssicherheit dadurch, aber das ließ sich immer sehr, sehr schwer rechnen. In erster Linie war so der Tenor dahinter, also es kostet ja nur Geld. Und das war so ein Wandlungsprozess, den man durchlaufen musste, bis man dann wirklich dahin kam und sagte, das ist seit vielen Jahren jetzt so, aber dass man sagte, gut, wir setzen auch nur das um, wo wir wieder einen Wert rausziehen können. Ja, das ist so wenn ich vorhin sagte, Vision, ich muss schon eine Vision, ich muss vielleicht auch ein bisschen spinnen. Ich muss auch sagen, boah, das wäre schon cool, das mal irgendwann zu haben. Aber ich muss dann auch wieder runterbrechen, von pragmatisch rangehen und in Schritten rangehen, die auch finanzierbar sind, wo ich einen Wert rausziehe. Ja, und dann ändert sich das Ganze und dann sind irgendwie Teile meiner Vision, in 5 Jahren sind die schon wieder weg, da gibt es ganz neue Ideen. Ja, vor 4 Jahren hat keiner über KI geredet in dem Bereich. Ja, aber es ist ein schönes Beispiel. Da schauen sich an, viele Unternehmen haben in den letzten Jahren KI-Projekte realisiert. Einfach per se, weil es auch vogue war, dass jeder auch ein KI-Projekt letzten Endes auch umsetzen muss. Viele Budgets sind freigestellt worden, genau für diese KI-Themen. Aber jetzt hat man mittlerweile nach 3-4 Jahren schon gesehen, dass viele Projekte einfach nicht den positiven Impact hatten. Das heißt, am Anfang muss man sich wirklich hinstellen und sagen, was ist der Benefit, der aus KI auch ausgezogen werden kann, um dann die richtigen Maßnahmen, richtige Technologie und die richtigen Details zu definieren, um nach vorne hin das Thema auch positiv zu beeinflussen. Frau Hild, wie sieht das speziell im Mittelstand aus? Fehlt da vielleicht manchmal so tatsächlich dieses Konzept oder diese Strategie, die jetzt angesprochen wurde? Also das ist tatsächlich ein Problem. Also die Geschäftsleitung muss definitiv hinter der Digitalisierung stehen. Also die müssen ganz klar das wollen und, was jetzt schon mehrfach gesagt wurde, das muss einfach in die Unternehmenskultur aufgenommen werden. Und man kann, wie Sie sagten, gerne auch mal rumspinnen. Und man muss auch verstehen, dass Digitalisierung kein Projekt ist, was nach einem halben Jahr abgearbeitet ist, sondern es ist ein Prozess, der sich ändert, der angepasst werden muss, und der einfach das Unternehmen weiter begleiten wird. Und das ist gerade bei den kleineren Unternehmen oftmals schwierig. Okay. Da kommen natürlich auch andere Probleme dazu, also gerade kleinere Unternehmen und Unternehmen im ländlichen Bereich, die bekommen Schwierigkeiten mit den Fachkräften, weil um eine Digitalisierung durchzuführen, benötige ich einfach Leute, die das auch können, die sich auskennen. Und das ist oftmals in den kleinen Unternehmen nicht der Fall. Und sie haben aber Schwierigkeiten, jemanden zu finden. Okay. Ich habe jetzt gedacht, wir reden jetzt über Digitalisierung, wir reden ja über Schnittstellen und irgendwie Standards und so und weiter, OPC, UA und keine Ahnung. Und jetzt geht es aber um Firmenkultur und Mitarbeiter. Ja. Finde ich ganz interessant, dass man offensichtlich erstmal in der Kultur irgendwie eine Basis legen muss, um dann zu digitalisieren. Herr Kerbers, haben Sie auch diese Erfahrung, wenn Sie es mit dem Thema Digitalisierung zu tun haben, dass dann erstmal es darum geht, überhaupt die Mitarbeiter irgendwie mitzunehmen? Absolut. Ich würde vielleicht noch eine Ergänzung machen wollen. Ich glaube, viele Firmen erleben jetzt auch einen immer stärkeren Druck, sei es aufgrund der Markterfordernisse als Zulieferer oder vielleicht sogar jetzt als gesetzgeberische Anforderung, dass Digitalisierung kommen muss. Und jetzt ist es aber, glaube ich, sinnvoll, das mit einer Strategie zu verknüpfen und daraus was Sinnvolles zu machen. Also tatsächlich nicht nur Anforderungen, die vielleicht durch den Markt oder Gesetze vorgegeben sind, per se zu erfüllen, sondern das für eigene Produktivitätsgewinne zu nutzen. Und den Punkt, den Sie noch mit angesprochen haben, dass die firmeninterne Begeisterung letztlich für dieses Thema notwendig ist. Das ist aus meiner Sicht entscheidend, weil ein Hindernis aus meiner Sicht momentan ja noch gewisse digitale Brüche sind. Wenn ich mir anschaue,
Fertigung in der Elektronik haben wir natürlich Produktionsprozesse, die vollkommen automatisiert und damit auch komplett datendurchsichtig sind. Auf der anderen Seite Vorgänge wie Intralogistik, wo wir zum Beispiel den Transport von einer Linie an die andere dann wahrnehmen, da erleben wir dann in der Praxis, dass Digitalisierung schwierig wird. Wann meldet der Werker zurück? Meldet er ein ganzes Batch zurück oder das einzelne Werkstück? Und an der Stelle, glaube ich, hilft dann tatsächlich der Kulturwandel. Wenn wir es schaffen, die Bedeutung dieser Datentransparenz zu signalisieren und das eben auch durchzuleben von oben nach unten, dann, glaube ich, kann es auch funktionieren. Da würde ich aus den Erfahrungen in unseren Projekten auch einen großen Hemmschuh noch sehen, dass das eben nicht immer funktioniert. Und nicht zuletzt muss man da natürlich auch berücksichtigen, es steckt da manchmal auch das Know-how des Mitarbeiters in den Köpfen, das bisher nirgendwo formalisiert ist. Also auch den Aspekt müssen wir, glaube ich, mit berücksichtigen. Das wird dann zum Problem, wenn die Mitarbeiter auf ihrem Know-how sitzen bleiben und es nicht ausgeben wollen. Ja, es ist Genau. schon so. Oder in Rente gehen. Da ist noch ein Stichwort in Richtung, wenn wir über Digitalisierung reden, ein Ersatzwort dafür oder ein Teil davon ist papierlos, also Papier raus. Ne, wenn man so guckt in Fertigung, was immer noch an Papier da rumliegt, sei das jetzt irgendwelche Begleitzettel, weil wir gerade über Logistik geredet haben. Digitalisierung bedeutet digitale Kommunikation. Und da ist der Mitarbeiter natürlich dabei. Da brauche ich eben digitale Arbeitsanweisungen, da muss ich Mitarbeiter steuern. Das ist auch gleichzeitig, vorhin fiel das Stichwort hier in Richtung Fachkräftemangel. Wenn ich Mitarbeiter vernünftig steuere, über Anweisungen, dann muss ich auch nicht mehr jeden für alles ausbilden in der Tiefe. Ja. Oder ich kann, was bei uns oft der Fall ist, ich kann die Software direkt nutzen, um den Mitarbeiter auch auszubilden. Ne? Indem ich ihm die Informationen, die er braucht, zur Verfügung stelle und der lernt das dann schon nach dem 3., 4., 5. Mal, braucht er weniger Informationen. Aber dann kann er es. Also der Mitarbeiter steht im Zentrum und dann gebe ich völlig recht, eigentlich alle Bereiche, allumfänglich. Also Logistik, Wareneingang, da geht's los. Qualitätsprüfung, da geht's los. Dann die ganze Materialsteuerung. Da ist es auch so, da gibt es vielfach Überlappungen. Ja, also Logistik steckt sehr viel in ERP-Systemen drin. Die haben dann, SAP zum Beispiel, die haben dann einfach ihre Logistikmodule damit dran. Funktionieren, sind gut. Es gibt aber einen Unterschied, wenn ich das jetzt, je fertigungsnäher ich das Ganze steuere, je mehr an Details kann ich nutzen, je besser kann ich steuern und besser kann ich sicherstellen, dass meine Fertigung aus Materialmangel nicht stehen bleibt. So, also das ist auch, da muss man gucken, da muss man eine Strategie entwickeln. Wo will ich eigentlich hin mit meiner Logistik? Das ist auch ein Aspekt. Aber die gibt es aber am Anfang schon zu entwickeln. Sie haben vollkommen recht. Wir haben das Thema Schnittstellen, wir haben das Thema unterschiedliche Indikationslayer. Und ich glaube, Digitalisierung hat hier auch deutlich mehr als nur eine Phase oder eine Stufe in der Indikation. Und ich glaube, Digitalisierung funktioniert und gelingt dann, wenn sie das, was wir zu Beginn haben, konzeptionell durchdacht ist, aber wenn wir dann auch in der Lage ist, tatsächlich technisch die Antworten zu finden. Und das ist, glaube ich, wichtig für die Unternehmen, die sich aufmachen. Und Sie haben eben gefragt, ist es denn im Mittelstand anders? Und ich glaube, in der Tat ist es so, dass die mittelständischen Unternehmen durchaus die erste Hürde haben, das Know-how und das Wissen in dieses Thema mit hineinzubringen. Aber dafür muss es Unternehmen geben, die genau diese Aufgaben mit übernehmen, in dem Consulting-Ansatz Best Practice auch mit einzugeben, sodass man in der Lage ist, das gesamte Thema einmal ganzheitlich zu durchdenken, aber dann phasenweise sukzessive zu implementieren. Und ja, papierlose Fertigung ist ein Punkt davon, aber ich glaube, der Mehrwert in der Tat liegt in der Integration der einzelnen Prozesse, in denen manchmal der Mitarbeiter im Mittelpunkt steht, manchmal aber auch die Maschine im Mittelpunkt steht. Es gilt, das Thema Schnittstellen zu bedienen und auch eine klare Transparenz zu schaffen. Und da gibt es die eine oder andere Hürde sicher auch noch technisch am Ende des Tages, aber die ist deutlich kleiner. Und wenn wir uns die Elektronikindustrie anschauen, Elektronikfertigung, glaube ich schon, dass auch diese im Vergleich zu vielen anderen Industrien deutliche Vorteile hat. Die Elektronikindustrie ist schon lange geprägt von deutlich mehr Indikation von Automatisierung. Das heißt, auch der Grad der Automatisierung ist deutlich höher als in vielen anderen Industrien. Das Know-how dieser Industrie ist vielfach weiter, als wir es in anderen Industrien sehen, gerade mechanische Fertigung beispielsweise. Und hat allerdings auf der anderen Seite die eine oder andere Herausforderung mit. Wir haben deutlich kleinere Taktzeiten. Wir haben, wenn man das Thema sieht, wir produzieren Multiboards, wo mehrere hundert Boards sind. Das heißt also, in wenigen Bruchteilen von Millisekunden müssen Informationen aufgenommen, Entscheidungen getroffen und gefällt werden. Wir haben das Thema kleinere Bauteile, wir haben das Thema Feuchtigkeitsthemen in den Bauteilen. Das heißt, wir haben in der Elektronik oder Industrie ein paar Spezifika, die es auch gilt abzudecken.
Und die muss man am Anfang schon mitdenken. Das heißt, Digitalisierung ist nicht einfach nur per se eine standardisierte Vorgehensweise, sondern, genau, weil wir heute auch auf der Produktronika sind, es muss schon auch für die Elektronikindustrie der richtige Fit auch fachlich, technisch und funktional da sein. Bis hin zur Schnittstellenebene. Okay. Ja. Also zum einen durchaus Vorteile in der Elektronikfertigung, man ist Absolut. schon sehr weit, auf der anderen Seite Absolut. aber auch nochmal spezielle Herausforderungen. Genau, aber die sozusagen. sind ja nicht unbekannt, ne? Die gibt's schon eine ganze Weile. Das heißt, hier gibt es auch wirklich Systeme und Funktionalitäten, die genau den Vorteil liefern, um auch für die Elektronikindustrie dort einen Benefit zu generieren. Okay. Ja. Frau Hild, sehen Sie das ähnlich wie Herr Heinz, dass es in der Elektronikfertigung auf der einen Seite zwar Vorteile gibt für die Elektronikfertigung, was Digitalisierung betrifft, auf der anderen Seite ist aber auch nochmal, so, ich sag mal, so spezielle Hürden oder Herausforderungen? Ja, ich habe im Vorfeld für dieses Gespräch 2 unserer Mitglieder befragt, die beide zustimmten, dass sie sich selbst als relativ weit oder zumindest auf einem guten Weg empfinden. Aber beide haben unabhängig voneinander die steigenden Regulatoriken erwähnt. Also das ist das, was sie stört und wo sie manchmal sogar ein bisschen den Eindruck haben, dass es die Digitalisierungsschritte sogar hemmt. Welche Punkte genau würden die Mitglieder dort die Regulatorik sehen, die stört? Also was sofort kam, waren die Nachhaltigkeitsregulatoriken, die natürlich im Moment auch ein bisschen auf dem Prüfstand stehen, das ist schon klar. Aber also gerade so der Carbon Footprint für Produkte und Unternehmen, ESG, das ist das, was sie wirklich umtreibt. Und was man, also gerade ESG kann man auch nur bedingt mit der Digitalisierung Inwiefern nur bedingt? Naja, so soziale Sachen, das sind natürlich schon auch, also gerade das, was von den Banken gefordert wird. Aber also das ist natürlich interessant, weil man könnte ja umgekehrt auch denken, naja, aber gerade da kann doch die Digitalisierung in einer gewissen Weise helfen, weil ich dafür ja für diese regulatorischen Anforderungen brauche ich Daten. Eben. Und dann habe ich ja eigentlich die Digitalisierung, um genau diese Daten zu sammeln, auszuwerten. So. Aber da komme ich jetzt wieder auf den Punkt, dass das alles im Moment ja noch auf dem Prüfstand steht. Also es gibt dann Verordnungen, die werden dann erstmal auf Eis gelegt oder stillgelegt und dann wird neu verhandelt. Grundsätzlich mit der Idee, dass das alles irgendwie ein bisschen zusammengeführt und vereinfacht wird. Ob das passiert, schauen wir dann mal. Und was die halt eben tatsächlich wirklich stört, ist die Tatsache, dass sie eigentlich von der Unternehmensgröße gar nicht drunter fallen würden. Aber sie haben Kunden, die drunter fallen und dementsprechend müssen sie das Ganze darstellen. Und natürlich hilft die Digitalisierung. Wenn ich die Daten habe, kann ich sehr viel darstellen, natürlich. Aber es wird einfach immer mehr. Also was ich da so ein bisschen raushöre, ist, das Problem ist vielleicht nicht oder sind vielleicht nicht die Regulatorien an sich, es gibt solche und solche, sondern die sich ständig ändernden Regulatorien, diese Dynamik, die da drin steckt, ständig was Neues, jetzt gilt was, morgen gilt es wieder nicht. Und gerade da sehe ich eigentlich auch Chance in Digitalisierung. Ich brauche für alles Daten. Und das Problem ist zunächst mal, wenn ich anfange, ich muss diese Daten erstmal aufnehmen. Natürlich. Wenn ich sie dann einmal habe und vernünftig habe, dann habe ich die große Flexibilität jederzeit zu sagen, ich brauche jetzt diese Auswertungen, diese Daten in der Form, um in Richtung CO2-Fußabdruck irgendwas zu machen. Ich brauche, je nachdem welche Daten ich brauche, sie sind da. Wichtig ist erstmal, dass sie da sind. Ne? Ja, deswegen würde ich das nicht als Hemmschwelle sehen, ich habe da Regulatorien, sondern andersrum. Da kommen, um Gottes Willen, Regulatorien. Ich muss so schnell wie möglich damit beginnen zu digitalisieren, damit ich überhaupt das Fundament, die Basis habe, mal darauf reagieren zu können. Genau, aber ich glaube, wichtig dabei ist aber bei der Digitalisierung auch eine Flexibilisierung mitzunehmen. Ne? Das heißt, also ein Digitalisierungskonzept ist ja für sich gesehen kein starres Konzept, das implementiert wird und das die nächsten 5 oder 6 Jahre dann quasi unbewegt läuft, sondern das Digitalisierungskonzept dient dazu, möglichst flexibel und on demand auch auf Aktionen und auch auf Vorgaben reagieren zu können, die wir alle heute noch nicht kennen. Und dann, wenn das gelingt, das ist der Mehrwert einer Digitalisierung am Ende des Tages, aber bitte nicht Digitalisierung so verstehen, dass wir sagen, es gibt ein Konzept, wir führen es ein, es gibt 3 Phasen, die 3. Phase ist Beenden des Konzeptes, also die Umsetzung, und dann fahren wir in den nächsten 5, 6 Jahren einfach dieses digitalisierte Konzept ab. Das hat mit der Digitalisierung, so wie sie aus meiner Sicht für die Notwendigkeit, auch für die Zukunft notwendig ist, wenig damit zu tun. Das heißt, Digitalisierung heißt, wir bauen eine Flexibilität, wir bauen das Thema im Tooling, wir bauen das Thema in den Schnittstellen, denn wir wissen alle noch nicht, was in 5 Jahren entweder an Regulatorik kommt, an neuen Funktionalitäten, an neuen Themen, die über KI Einzug halten,
neue Maschinen und Schnittstellen. Das heißt, die Digitalisierung muss so ausgelegt sein, dass sie per se für sich gesehen eine Flexibilität mitbringt. Eine Art von, ich nenne es mal ein Toolset, einen Baukasten beinhaltet, sodass ich on demand die einzelnen Bausteine für meine Digitalisierung aus diesem Konzept ziehen kann. Ja. Und dann wird es auch so vorkommen, dass wir Themen, die wir heute implementiert haben, in 3 oder 4 Jahren einfach nicht mehr notwendig sind. Entweder hat sich technologisch etwas verändert, sodass wir in einer anderen Situation sind, oder aber die Daten müssen nochmal anders verifiziert oder anders bedient werden. Das heißt also, Flexibilisierung in so einem Digitalisierungskonzept ist aus meiner Sicht ein Erfolgsfaktor. Das ist aber auch, wenn man sich die Systemanbieter anschaut, ist ganz wichtig in so einer Auswahl. Man muss Systemanbieter auch wählen oder insgesamt Systeme, die diese Flexibilität mitbringen. Und bitte kein starres System, denn jedes starre System ist ab der ersten Änderung letzten Endes schon in einem suboptimalen Zustand. Da sind wir grundsätzlich einer Meinung. Also ich denke auch, dass diese Aussagen so ein bisschen Ausdruck der Frustration ist. Das ist jetzt kein Digitalisierungsfeindschaft, sondern es ist einfach, wenn ständig irgendwas Neues kommt und das Ganze natürlich auch mit viel der berühmten Bürokratie verbunden ist, dann ist halt einfach ein gewisser Frust da bei Unternehmern, gerade bei kleineren. Das kann ich verstehen. Ganz Das ist kurz, halt der Punkt. Starres System heißt, oder eben kein starres System zu haben, ein flexibles System heißt offene Standards? Genau, Oder was? offene also die Standards bedienen. Die Standards, die heute im Markt sind, gerade im Elektronikfertigungsumfeld, die müssen bedient werden können. Aber das Gesamtsystem muss so offen sein, auch zukünftige Standards bedienen zu können. Das ist das eine. Und das zweite, Offenheit meine ich damit auch, die Unternehmen müssen auch selbst in der Lage sein, mit diesen Tools und mit diesen Systemen zu arbeiten. Das heißt also dort eine Flexibilität, weil das Daily Business gibt die eine oder andere Herausforderung vor und dann muss ich in der Lage sein, als Unternehmen auch diese Anforderungen anzunehmen und auch eigenständig umsetzen zu können. Das ist auch eine Flexibilität, die notwendig ist. Jetzt würde ich gerne noch auf ein Thema zu sprechen kommen, was jetzt immer wieder angeklungen ist, das Thema KI. Ich glaube, man kann heute nicht über Digitalisierung sprechen und das Thema KI ausklammern. Entschuldigung. Herr Kerber, wo sehen Sie dieses Thema KI jetzt aktuell? Ist das was, wo man sagt, okay, gibt es Pilotprojekte, damit fängt man an, sich auseinanderzusetzen? Ist das schon wirklich verankert bei dem Thema Digitalisierung oder wo stehen wir denn da aktuell? Also zunächst mal leben wir natürlich in einer Welt der Buzzwords und mit Digitalisierung und KI haben wir da zwei, die eng miteinander verknüpft sind und sehr in aller Munde sind. Ich denke, es gibt gewisse Parallelen. Wenn Sie sagen Frustration und vielleicht auch Unsicherheit in der Nutzung, ich glaube, so eine Phase hatten oder vielleicht haben wir sie sogar noch beim Thema KI genauso. Wir sehen gleichzeitig, welche Entwicklungen wir, ich sage es mal, in einem nicht-industriellen Umgang mit KI mittlerweile sehen. Also die großen Sprachmodelle, die wir im Alltag, denke ich mal, alle nutzen. Die bieten das Potenzial, dass sie Arbeitsabläufe auch in den Unternehmen natürlich verbessern, vereinfachen. Und diese Nutzung kann nur sinnvoll erfolgen, wenn wir das natürlich in gewisser Weise mit den eigenen Daten erweitern, speziell trainieren und so anwendungsfähig machen. Man muss aufpassen, wie Sie es vorhin auch schon erwähnt haben, KI, es ist nicht die eine KI, es sind ja unterschiedliche Aspekte. Genau. Also dieser dominante Aspekt Sprachmodell im Moment, der sollte nicht überlagern, dass wir natürlich in anderen Bereichen auch noch sehr viele Themen haben, sei es Inspektionsthemen, Qualitätsprüfungsthemen, vorbeugende Wartung. Überall dort können wir mit algorithmisch, haben Sie es vorhin genannt, algorithmischer KI, denke ich mal, noch viele Dinge heben und da ist würde ich sagen, im Moment so der Trend dazu da, Dinge auszuprobieren, umzusetzen. Was aus meiner Sicht eine Schwierigkeit darstellt, ist, das läuft meistens auf offenen Plattformen. Das Training nutzt Bibliotheken, die von großen Tech-Konzernen zur Verfügung gestellt werden. Wie setzt man so etwas sicher im eigenen Unternehmen ein? Ne? Das sind Fragen, die man sich als Unternehmen da stellen muss. Und zusätzlich gilt natürlich auch immer noch die Frage, wie zuverlässig erklärungsfähig sind denn diese Modelle? Aber selbstverständlich gibt es bereits sehr viele lauffähige und auch produktivitätssteigernde Anwendungen und ich denke, davon brauchen wir auch noch mehr und können wir auch noch mehr einsetzen. Gerade auch vielleicht noch, was den Zusammenhang mit Automatisierungslösungen angeht. Also auch da gibt es ein großes Potenzial, wenn wir bestimmte
Aufgabenstellung, Prüfaufgaben, Handhabungsaufgaben rund um Elektronikfertigung automatisieren wollen, dann werden wir ohne Bildverarbeitung nicht auskommen. Und Bildverarbeitung heißt dann immer auch KI-basierte Auswertung. Also auch das ist ein Treiber sowohl für Digitalisierung als auch für das Deployment von KI-Anwendungen aus meiner Sicht. Aber ich gebe Ihnen natürlich recht, man muss tatsächlich dann unterscheiden bei KI, das ist so ein schönes Schlagwort. Wenn wir jetzt über Large Language Models reden, das ist ja im Moment so das Buzzword. Ich glaube, da ist man wahrscheinlich noch, gerade was die Digitalisierung der Fabrik betrifft, ist man noch ein Stück weit weg. Beim Thema Machine Learning sind wir natürlich noch viel eher im Alltag und gerade beim Thema Bildverarbeitung. Ne, das ist natürlich dann schon was, glaube ich, wo es schon eigentlich fast eine Brot- und Butter-Technologie ist, wie man so schön sagt. Welche Themen oder welche Rolle spielt KI jetzt bei Itax Software und bei Aegis Software? Das spielt natürlich eine große Rolle. Sie haben vollkommen recht. Das Thema KI gibt es auch schon relativ lange, auch gerade in der Elektronikfertigung. Das Thema Auswerten, Bildverarbeitung ist ein ganz elementares Thema, aber glaube ich noch nicht zu Ende. Also hier gibt es noch deutlich mehr Vorteile und Benefits, die wir generieren können. Und für uns spielt natürlich das Zusammenspiel aus den Plattformen, die wir traditionell haben, als MES oder MOM, mit KI natürlich eine sehr, sehr große Rolle. Auf der einen Seite haben wir das Thema Large Language Model. In ganz unterschiedlichen Facetten. Das heißt, das kann so weit gehen, dass oder in dem Beginn vielleicht die Informationen zur Verfügung stellen, sodass es Worker-Guidance gibt. Dass die Informationen zu Systemen relativ einfach zur Verfügung gestellt werden können. Dass der Nutzen da ist und auch das Thema Qualifikation der Mitarbeiter im Unternehmen gestärkt wird. Der zweite Weg wird sein, zu sagen, einen intelligenten Chatbot, der in der Lage ist, die Informationen aus dem aktuellen Tagesgeschehen zu präsentieren und eine Information zu geben, wo stehe ich heute in der Produktion. Nicht aufwendig in einen Dialog zu gehen, eine Auswertung zu fahren, sagen, ich schaue mir eine Maschine an, einen Prozess und einen Tag und schaue dann, wie die Daten sind. Nein, einfach über eine Sprache bedienbar und zu sagen, wo ist heute mein Prozess mit dem größten Fehleranteil, was muss ich tun, um gegen diesen Fehleranteil anzugehen. So, und das nächste ist aber dann auch ein Stück weit weiter, nochmal zu sehen, es gibt auch im Unternehmen noch eine Vielzahl von zusätzlichen Daten, die in so ein Large Language Model auch integriert werden können, um einfach einen zusätzlichen Mehrwert zu generieren. Aber das ist nur ein Teil. Und dann ist der Teil der Analytics, das für mich auch in der Trennung ist wirklich einmal Large Language Model und dann der zweite Teil ist wirklich der algorithmische Teil, wo wir auf der analytischen Ebene sind. Und da sehe ich eben auch in der Elektronikindustrie einfach einen zunehmenden Anteil an Komplexität in der Fertigungsstruktur. Wir haben da nach wie vor das Thema Miniaturisierung, wir haben steigende Anforderungen und hier sind einfach heute Grenzen gesetzt über diese herkömmlichen Tools, die in der Vergangenheit verwendet wurden. Und dort kann Analytics einen sehr, sehr großen Vorteil bieten und wir sind dabei, genau diese traditionelle Fertigungsweise inklusive aber auch Prozessinterlocking mit AI-Mechanismen zu verbinden, um auch vorbeugend aktiv sein zu können, vorbeugend in die Wartung zu gehen. Aber dass auch das Thema vorhersagbare Qualität ein ganz wichtiger Aspekt ist. Und gerade, was wir heute noch gar nicht hatten, ist das Thema Wettbewerbsfähigkeit und Wettbewerbsvorteil. Denn am Ende des Tages ist die Indikation von Digitalisierung und sowohl Large Language Model, aber auch das Thema Analytics trägt zur Wettbewerbsfähigkeit an der Stelle bei. Nur das ist letzten Endes der Treiber. Wettbewerbsfähigkeit und die Benefits. Ja. Und von daher verbinden wir beide Mechanismen in einer Plattform und liefern über diesen Weg deutliche Vorteile für unsere Kunden. KI im Mittelstand. Sind das noch zwei Pole, die zusammenkommen müssen oder ist das schon auch, wo man sagt... Ganz unterschiedlich. Ja. Das ist ganz unterschiedlich. Wir haben dazu gerade jetzt dieses Jahr eine Umfrage gemacht und es gibt einige Unternehmen, die da schon recht gut aufgestellt sind, die halt eben keine offene Plattform verwenden und einige Abteilungen damit schon versorgt haben und intensiv damit arbeiten und es gibt andere, da ist es noch so ein bisschen wilder Westen. Da wurschtelt jeder mit seiner privaten Zugang mit ChatGPT oder sonst irgendwas herum. Also es ist sehr unterschiedlich, aber es hat auf alle Fälle in allen Unternehmen eine gewisse Bedeutung und bekommt mehr Aufmerksamkeit. Also ich denke, dass das in den nächsten Wochen und Monaten überall Fahrt aufnimmt und auch strukturiert wird. Aber ist im Prinzip dann auch wieder eine Sache von Konzept, weil Sie sagen, diese Plattformen, die dann bei irgendwelchen großen Tech-Companies liegen, muss ich mir Gedanken machen, was mit meinen Daten passiert. Das steht natürlich auch vorne dran. Also genauso wie ich mir über offene Standards Gedanken machen muss ich mir dann beim Thema KI auch Gedanken machen, okay, wer verarbeitet die Daten, wo liegen die Daten, wer hat da eventuell Zugriff drauf. Gerade in der Produktion habe ich viele sensible Informationen. Ne? Also das gehört im Prinzip auch in diese Riege Konzeption, Strategie rein. Ja. Also Gedanken machen muss man sich schon, aber ja, definitiv. Solange, also wenn man jetzt ChatGPT zum Beispiel nimmt oder was vielfach passiert, wenn man mal real reinguckt, KI hat heutzutage jeder,
was machten die meisten eigentlich mit KI innerhalb ihrer Software, dann geht das ganz oft in die Richtung des im Prinzip, ja, wir haben ChatGPT integriert, also das habe ich auf der Hannover Messe sehr viel gehört, ChatGPT integriert und wir nutzen das für User Guidance, wir nutzen das für eigentlich, um dem Bediener es zu erleichtern, die Software zu bedienen. Du hast auch gerade so ein paar Beispiele genannt, in Richtung, mach mir doch mal eine Auswertung da und dafür. Was eigentlich wichtiger ist, denke ich, das ist so also ich will das jetzt nicht runtermachen, dass man sagt, wir brauchen auch User Guidance, das ist alles sinnvoll, aber wichtiger ist eigentlich was du als analytische KI bezeichnest, also rauf auf die tatsächlichen Daten. Und zwar, dann ist das auch nicht mehr ChatGPT, sondern dann ist das die KI, die ich angelernt habe auf meine Fabrik, auf meine Daten, auf mein Unternehmen. Das ist dann auch nicht mehr so riesengroß, das kann man auch durchaus lokal hosten, wenn das wichtig ist. Ich muss dazu nicht mehr in riesen Rechenzentren rein. Und dann habe ich die Möglichkeit, auf diesen analytischen Daten mehr tatsächlich eben eine KI drauf anzusetzen, um vielleicht Dinge, die bei mir in der Fabrik passieren, zu erkennen, bevor es ein Mitarbeiter merkt. Aktuell werten wir Daten aus, wir machen Analysen, wir haben Dashboards, wir haben unsere Reports, da guckt ein Mensch drauf. Ne? Und wenn eine KI drauf guckt, die kann eben, und dann macht es auch Sinn, tatsächlich immer mehr Daten zu erfassen, die kann eben, das ist ja der Sinn der KI, die kann viel mehr Daten überschauen, als ein Mensch das kann zur gleichen Zeit. Und damit schaffe ich die Möglichkeit zu sagen, Hinweise zu bekommen, dass irgendwas nicht ganz koscher ist in der Fertigung. Und das ist der Trend, das ist das, was jetzt passiert und was jetzt auch verfügbar ist. Ja, also vor ein paar Jahren begann das Ganze und es ist verfügbar, man kann damit beginnen. Es ist aber der letzte Schritt und das ist das, was wir heute vorneweg besprochen haben. Ja. Ich brauche erstmal Daten, ich brauche eine Plattform, ich muss eine KI anlernen, bevor ich die Daten nutzen kann. Also das ist immer der letzte. Aber Sie hatten eben einen Punkt angesprochen, das Thema der Datensicherheit und Datenhoheit. Glaube ich, da muss man auch einfach ein Stück weit auch die Angst nehmen. Es gibt heute tatsächlich Systeme, die in der Lage sind, solche Funktionalitäten auch on-premise anzubieten, nicht nur in der Cloud. Das sicherlich das Anlernen der Algorithmen, das ist ein Thema, was auf einer Plattform geschieht, aber die Nutzung der Daten und die Datensicherheit und die Datenhoheit, gerade wenn wir beispielsweise mit unseren Kunden implementieren, stellen wir sicher, dass diese Informationen auch in der Umgebung des Kunden zur Verfügung stehen und diese Daten auch nicht sekundär über weitere Quellen verteilt oder verwendet werden. Das ist ganz klar. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt, so dass man diesem auch Rechnung trägt. Ich habe hier noch ganz viele Themen auf meinem digitalen Zettel, die wir jetzt leider alle nicht mehr unterbringen können. Deswegen würde ich so eine kleine Abschlussrunde gerne machen. Wenn wir mal so das Intervall von der Produktronika uns vornehmen und uns mal überlegen, was denn in 2 Jahren, wie es denn in 2 Jahren aussieht. Wir haben das Gespräch gestartet mit, die digitale Basis ist gelegt, jetzt geht es in die nächste Stufe der Transformation. Wo werden wir in 2 Jahren aus Ihrer Sicht sein? Da darf jeder mal kurz vielleicht fangen wir mit Ihnen, Herr Kerber, an. Wie sieht's da aus? Ich würde vermuten, wir reden über sehr ähnliche Themen immer noch. Ne? Wir haben zwar festgestellt, der Werkzeugkasten ist da, er ist auch gefüllt für den, der ihn bedienen kann. Aber wir werden jetzt Strategie und Umsetzung brauchen. Und deswegen glaube ich, dass die Themen uns in 2 Jahren immer noch begleiten werden und so aktuell sind, wie sie heute sind. Das wäre meine kurze Zusammenfassung. Ne? Frau Hill? Das stimmt, wahrscheinlich sind die Themen nicht ganz abweichend. Ich denke, dass diese digitale Vernetzung von Produktion, Kunden, Lieferanten, dass das Fahrt aufnehmen wird und dass das sich intensiviert. Ja, sehe ich ähnlich. Also die Themen, die werden sich nicht so wahnsinnig ändern. Wir haben als neuestes Thema KI jetzt drin. Das gibt es noch nicht so lange. Also da wird nicht so viel Neues dazukommen. Es geht weiter in Richtung Vernetzung jetzt komplexerer Systeme. Also wenn wir als MES-Anbieter davon reden, Maschinenanlagen mit Mitarbeitern zu vernetzen etc., dann gibt es zukünftig immer mehr auch in Richtung, da wo noch Lücken sind, in Richtung Vernetzen zwischen größeren BI-Plattformen, zwischen, sagen wir, Enterprise, zwischen Fabriken, diese Geschichten, da ist noch Nachholbedarf. Das wird sich weiterentwickeln. Und wir werden in 2 Jahren mit Sicherheit sagen können, es gibt KI-Anwendungen, wo man mal reingucken kann, die sind sinnvoll. Also die wachsen jetzt, die wird es dann geben und dann geht es da weiter. Ja, Heinz, Sie dürfen. Alles nicht falsch. Ich glaube, wir sind ein Stück weiter. Die Situation wird sich nicht grundlegend verändern in der Anforderungsdefinition, ne? Weil die Fertigungsindustrie bleibt die gleiche. Wir werden die gleichen Maschinenhersteller sehen, wie wir sie heute sehen. Wir werden ähnliche Technologien sehen, wie produziert wird. Aber ich glaube, wir werden, und das sieht man, glaube ich, wenn man sich die 2 letzten Jahre anschaut, deutlich Fahrt aufnehmen. Wir werden deutlich mehr gelernt haben in den kommenden 2 Jahren. Es wird klar sein, was funktioniert, was nicht funktioniert. Es wird Beispiele für Best Practices geben. Es wird Templates geben, die dann auch für mittelständische und kleinere Unternehmen einfacher verwendbar sind.
Und das ist aber auch ein Thema, was wir beispielsweise auch aktiv mitgestalten müssen. Eine klare Vorgabe, klares Thema, wie kann das Template sein, Best Practice auch nutzen und auch, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, mit viel Ehrlichkeit kommunizieren. Gut, es ist ja auch ein bisschen fies, wie die Geschwindigkeit der Entwicklung ist ja mittlerweile so schnell, dass man bei 2 Jahren fast schon von der Glaskugel irgendwie reden kann, in die man da schauen muss. Ich bedanke mich für die spannende Diskussion. Wie gesagt, wir hätten noch ein paar Stunden lang weiter so sprechen können. Vielen Dank und vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir haben gesehen, was für mich ja sehr spannend war, dass es beim Thema Digitalisierung eben nicht nur um Technik geht, sondern es geht um Strategie und es geht um Kultur, es geht um Menschen letztendlich. Und die Elektronikfertigung hat zwar Herausforderungen, aber sie hat auch eine gute Basis für das Thema Digitalisierung. Und das, finde ich, ist irgendwie eine ganz schöne und positive Botschaft. Dann vielen Dank fürs Zuschauen.